In Deutschland gibt es 3 verschiedene Schutzformen für Geflüchtete: Asylberechtigung, Flüchtlingsschutz oder subsidiäre Schutzberechtigung. Und dann gibt es noch das nationale Abschiebungsverbot. Was ist der Unterschied? Das erkläre ich dir jetzt. Los geht's! Asylberechtigung. Asyl bekommen Menschen, die in ihrem Heimatland durch den Staat politisch verfolgt werden. Das bedeutet, dass du zum Beispiel wegen deiner Religion nicht mehr in deinem Heimatland leben kannst, weil es zu gefährlich ist. Das steht im Aufenthaltsgesetz zusammen mit dem Grundgesetz. 2023 wurden etwa 1800 Menschen als Asylberechtigte anerkannt. Die meisten kamen aus Afghanistan. Du wirst nur als Asylberechtigter anerkannt, wenn du nicht über sichere Drittstaaten einreist. Deutschland ist von sicheren Drittstaaten umgeben. Deswegen ist die Anerkennung nur möglich, wenn du mit dem Flugzeug nach Deutschland kommst. Als Asylberechtigter bekommst du im Normalfall eine Aufenthaltserlaubnis für 3 Jahre. Wenn die Situation in deinem Heimatland nicht besser wird, dann wird deine Aufenthaltserlaubnis im Normalfall um weitere 3 Jahre verlängert. Nach frühestens 3 Jahren kannst du unter bestimmten Voraussetzungen eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis bekommen. Welche Rechte hast du als Asylberechtigter? Unter anderem darfst du ins Ausland reisen. Du solltest aber nicht in dein Heimatland reisen, sonst kannst du deine Aufenthaltserlaubnis verlieren. Außerdem darfst du deinen Ehepartner und deine minderjährigen Kinder nach Deutschland holen. Minderjährig bedeutet in Deutschland, dass du noch keine 18 Jahre alt bist. Du darfst arbeiten. Wenn du keine Arbeit hast, kriegst du Bürgergeld oder Sozialhilfe. Du hast Anspruch auf Kinder- und Elterngeld. Du darfst einen Integrationskurs besuchen. Du darfst eine Ausbildung machen oder studieren. Mehr Informationen findest du zum Beispiel im Handbook Germany. Der Link und vieles mehr stehen hier unten in der Beschreibung. Flüchtlingsschutz. Du bist Flüchtling, wenn du in deinem Heimatland vom Staat oder von nichtstaatlichen Akteuren verfolgt wirst und dein Heimatland dich nicht schützt. Im Gegensatz zu Asylberechtigten kannst du über sichere Drittstaaten einreisen. Du musst also nicht mit dem Flugzeug nach Deutschland gekommen sein. 2023 haben fast 43.000 Menschen einen Flüchtlingsschutz bekommen. Die meisten kamen aus Afghanistan und Syrien. Als anerkannter Flüchtling hast du die gleichen Rechte wie Asylberechtigte. Wichtig: Du wirst nicht als Flüchtling anerkannt, wenn du in einer anderen Region deines Heimatlandes sicher leben kannst, wenn du ein Verbrechen außerhalb von Deutschland begangen hast oder wenn du eine Gefahr für Deutschland darstellst. Subsidiärer Schutz. Hast du keine Asylberechtigung und keinen Flüchtlingsschutz, dann kannst du unter subsidiären Schutz gestellt werden. Subsidiär steht für unterstützend, helfend. Du bekommst den subsidiären Schutz, wenn du nicht verfolgt wirst, aber du zum Beispiel wegen eines Krieges in ernsthafter Gefahr bist. Oder dir droht zum Beispiel Folter oder die Todesstrafe. 2023 haben etwa 71.000 Menschen subsidiären Schutz in Deutschland bekommen. Etwa 67.000 von ihnen kamen aus Syrien. Wenn du einen subsidiären Schutz bekommst, bekommst du deine Aufenthaltserlaubnis für 1 Jahr. Die Aufenthaltserlaubnis kann für jeweils 2 Jahre verlängert werden. Nach frühestens 5 Jahren kannst du eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis bekommen. Voraussetzungen sind, dass du selbst genug Geld zum Leben hast, dass du B1-Niveau in der Sprache hast, dass du eine Wohnung hast und dass du eine sozialversicherungspflichtige Arbeit hast. Du hast nicht die gleichen Rechte wie Asylberechtigte oder Flüchtlinge. Du hast keinen Anspruch auf einen Reisepass für Flüchtlinge, also den sogenannten blauen Pass. Aber du darfst arbeiten.
Du hast Anspruch auf Kinder- und Elterngeld. Du darfst einen Integrationskurs besuchen. Du darfst eine Ausbildung machen oder studieren. Der Familiennachzug ist allerdings sehr kompliziert. Dazu machen wir bald auch ein eigenes Video. Nationales Abschiebungsverbot. Bekommst du kein Asyl, keinen Flüchtlingsschutz und auch keinen subsidiären Schutz, dann wird geprüft, ob du trotzdem in Deutschland bleiben darfst. Schließlich darfst du nicht abgeschoben werden, wenn es in deinem Heimatland zu gefährlich ist. 2023 wurde bei rund 21.000 Menschen ein nationales Abschiebungsverbot in Deutschland festgestellt. Etwa 18.000 der Fälle kamen von Menschen aus Afghanistan. Wenn bei dir ein nationales Abschiebungsverbot festgestellt wurde, bekommst du eine Aufenthaltserlaubnis für 1 Jahr. Eine Verlängerung ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Nach frühestens 5 Jahren kannst du eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis bekommen. Du hast keinen Anspruch auf einen Reisepass für Flüchtlinge. Außerdem darfst du nur mit der Erlaubnis der Ausländerbehörde arbeiten. Du darfst unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausbildung machen oder studieren. Du darfst dich auf freie Plätze im Integrationskurs bewerben. Der Familiennachzug ist sehr kompliziert. Das war's und denk dran, alles wird gut. Bis dann.